Wirklich unerträgliche Szenen, muss man sagen. Wir schauen direkt nach Tel Aviv zu Gisela Dax. Guten Morgen. Wie reagiert man denn jetzt in Israel auf diese unfassbaren Szenen aus Amsterdam? Naja, man hat hier vor allem jetzt Zeugenberichte in den Medien, also Menschen, die man erreichen kann, die erzählen, was in der Nacht passiert ist. Und die sagen, also 12 Verletzte liegen wohl im Krankenhaus. Kann sich aber noch kein Gesamtbild wirklich machen, weil in vielen Fällen also Telefone gestohlen wurden, wohl auch Pässe. Andere haben einfach dann nachts im Hotel geschlafen und waren deshalb nicht zu erreichen. Also man hat noch nicht also noch kein Gefühl dafür, für wie viele Menschen wirklich jetzt verletzt worden waren. Die Anweisungen nach wie vor an Israelis sind jetzt in Amsterdam in den Hotelzimmern zu bleiben, sich nicht nach draußen zu begeben. Und es gibt eben, also es gibt auch 3 Linienflüge, normale Flüge von Amsterdam heute zurück. Und es gibt eben noch 2 zusätzliche Flüge, die angesetzt wurden. Und man hat den Israelis auch gesagt, sie sollen einfach also früher zurückkommen als geplant. Ja, sich an die Anweisungen halten, sich halt nicht als Israelis zu outen und auch keine irgendwelchen Zeichen da offiziell herumzutragen. Also das ist, also man hat hier, man geht davon aus, dass die ganze Sache noch nicht ganz vorbei ist. Und wie gesagt, es kommen ständig neue Meldungen und neue Zeugen, die interviewt werden und die reden. Das Schlimme daran ist, man findet eigentlich keine Worte, das beschreiben zu können, was man da sieht, weil das ist ja blanker Hass, das ist blanke, blinde Wut und man fragt sich tatsächlich hier und Sie sicherlich auch und in Israel auch, wie kann es dazu kommen? Unabhängig davon, welcher politischen Richtung man angehört und was man von diesem Nahostkonflikt, dem aktuellen, hält. Ja, da hatte sich auch der deutsche Botschafter in Israel dazu geäußert. Also, dass das also keine Form des Austragens des Nahostkonflikts ist. Also ein Angriff auf Fans, die mit dem Zug zurückgekommen waren. Und es wurden eben kleinere Gruppen angegriffen. Die große Frage, die man sich hier auch stellt, ist, das kam ja alles nichts. Also es war eigentlich nicht ohne Vorankündigung. Das heißt, die Polizei war eigentlich schon darauf vorbereitet oder gewarnt worden, dass es möglicherweise dazu zu Angriffen kommen könnte. Warum sie so wenig reagiert hat, warum es da nicht genug Schutz gab, das sind Fragen, die da jetzt mit aufkommen. Aber es gab wohl durchaus die Befürchtungen, dass sich so etwas das ereignen könnte, allerdings möglicherweise nicht in diesem Ausmaß. Also es gab größere Gruppen, die entweder geschützt wurden oder die eben dann zusammengeblieben sind. Und beim Aussteigen aus dem Zug, die kamen nach Amsterdam zurück nach dem Spiel. Und da sind Leute dann einfach auch gefragt worden, das sieht man auch in diesen Aufnahmen, woher kommen sie? Und ja, also viele Fans hatten wohl auch einen gelben Schal, den sie dann möglicherweise versteckt haben unter dem Mantel. Aber sie waren natürlich dann auch ausfindig zu machen. Und nach einem Bericht des Europakorrespondenten des israelischen Fernsehens, der hat heute Morgen erzählt, dass die Amsterdamer Polizei es wohl ihren Polizisten freigestellt hatte, bei dem Einsatz dabei zu sein oder eben doch lieber nicht. Also anscheinend auch eine Frage der Einstellung, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Weil wie gesagt, das war jetzt nur einer der Berichte von heute Morgen, aber da wird sicherlich sich auch die Polizei in Amsterdam sich mit dem Thema noch beschäftigen müssen. Gisela Dax, Dankeschön nach Tel Aviv. Danke auch.